herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes. Und ja, sieht ein bisschen aus wie das Fenster zum Hof, ne? So, wir haben ja gesagt, wir haben zwei Possibilities. Einmal zum Scotland Yard zurück und die nächste Possibility wäre... nicht zurück, sondern überhaupt zum Scotland Yard. Und die nächste Possibility wäre... Ich muss das mal überlegen. Ja, dass wir mal ins Archiv schauen, ne? Eventuell. Könnte vielleicht was bringen. Deswegen gehe ich erstmal in die Baker Street. Genau. So, Holmes liest sein Buch. Und jo, wir sind schon da. Juhu. So, wo ist das... Oh, das ist aber... Das ist ja Wahnsinn, oder? Ah, doch. Aha. Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. Ein antiker goldener Armreif aus Mr. Turners Wohnung. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Nach was schauen wir denn da? Kunst und Architektur? Müssen wir da vielleicht ins britische Museum? Oh, das war... Ne? Da haben wir echt ein bisschen Schwein gehabt. Das wäre für mich das Sinnigste gewesen. Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt geworden sind. Ja, Hellen war ja praktisch der Stammvater, ne? Der Stammvater der griechischen Stämme, ne? Der Dorer, Ionier, Aioler. Und auf diesem Bild sind 5 Widderköpfe auf Armreif, Halskette und Ring zu sehen. Alle aus purem Gold. Aha, das wäre doch einiges wert gewesen, ne? Die 5 Widder von Mytilini sind seit 1800... Wow. Achso, nee, wir leben ja in der Zeit. Sind seit 1885 verschwunden. Okay. Here it is. I need to continue my research in my archives. Warum? Teil einer antiken Schmucksammlung, die zu den sogenannten hellenistischen Schätzen gehört. Achso, damit wir einmal schauen, was in der Zeitung vielleicht steht, ne? Ja, okay, mache ich. So, 85. Wir blättern mal durch. Hier, da steht's tatsächlich. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasfurt-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber eines Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften, einem professionellen Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigerte sich, Angaben über den Verbleib des restlichen Diebesgutes zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Kann es sein, dass wir den dann im Gefängnis noch verhören können? Also ich finde, Here it is. die Geschichte ist sehr spannend. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ja, schon.
Aber, aber, ja, ich meine, Moment. Sehr geehrter Mr. Holmes, mit diesem Brief möchte ich mich herzlichst bei Ihnen bedanken, dass Sie diesen schrecklichen Fall gelöst und die Wahrheit aufgedeckt haben. Zuerst konnte ich es nicht glauben, wie Miss Margaret White, unser letzter Fall, eine solch außergewöhnliche und wunderschöne Frau zusammen mit diesem Hamish einen dermaßen fürchterlichen Mord planen und sogar verüben konnte. Oh, ich war so wütend. Aber dann habe ich mich in ihre Lage versetzt und konnte sie in gewisser Weise auch verstehen. So begabt und fähig Miss White auch war, sie konnte ihr Studium offenbar ohne das nötige Geld nicht fortsetzen. Während mein Vater weiterhin, ach Albert, ja, klar, weiterhin, den habe ich dann trotzdem irgendwie gern gehabt, weiterhin sein Lotterleben führte und keinerlei Mitleid zeigte. Haben Sie vielen Dank für Ihre Güte gegenüber Margaret. Sie ist nicht mehr hier und ich vermisse sie bereits sehr. Er wollte ja was von ihr, ne? Wahrscheinlicherweise. Interesting. Was haben wir denn eigentlich hier? Aha. Kenneth Butler meldete sich und gab an, eine Sammlung historischer zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, dem Schredenmann, dem Professor. Dieser Vincent Foley, ne? Der müsste ja theoretisch trotz alledem im... Achso, haben wir noch einen Brief? Ach, Lady Brackenstall. Ach, da müssen wir mal schauen, ne? Was hat denn die geschrieben? Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jenem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei. Aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemanden gab, der mich wirklich liebte und für den ich nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn. Ich rede von Captain Jack Crocker. Ja, seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben, und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne sie nicht möglich gewesen. Mary Brackenstall. Schön, ne? Dass man nochmal so ein Feedback bekommt. Ja, wir gehen gleich. Aber wir haben, glaube ich, noch... Ne, wir haben keinen Brief mehr. Gut. Ja, dann, Watson, wir gehen mal in dieses Pfandhaus. Ich denke, ne? Genau. Watson, geh einfach mal deine Notizen durch. So. Oh, geht ratzfatz. Da sind wir da. Nachts sind alle Katzen grau. Hallo? Was suchst du hier? Party? Ach nee, das ist Ballards Pint. Ein Pub. Ein englischer Pub. Cool, oder? Also schön, wenn man von draußen irgendwo reinschauen kann. Genau so muss es sein. Kommen wir da rein? Schade. Hallo? Seemann? Also, ich finde, das ist wirklich sehr schön gemacht von den Entwicklern. Nice. Nice, nice. Und? Ist klar? Scheint so. Nee. Wir wollen doch ins Pfandhaus. Moment. Jetzt bin ich ein bisschen... Bin ich am Pfand... Ach doch, hier. Ich bin am Pfandhaus vorbeigelatscht. In meiner
In meiner Euphorie. So, jetzt aber. Jo, den benutzen wir. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Was haben wir denn? Oh, Skier. Ich hatte auch als Kind Holzskier. Also so ganz am Anfang, dann habe ich richtig schöne Plastikskier bekommen. Aber so Holzskier, na, sage ich euch. Die muss man richtig wachsen. Die muss man richtig schön wachsen. Weil ansonsten, da klebt dir der Schnee unten dran und dann, dann läufst du nur noch, dann fährst du keine Ski mehr, dann läufst du nur noch. So, was ist, wir haben, ach so, Regal, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Wimmelbild. Schon lange kein Wimmelbild mehr gemacht. Ne? Dark Parables könnten wir mal wieder in Angriff nehmen, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe. So, wir hätten, schade, ich habe gedacht, das hier wäre was. Oder der Koffer. Interessiert aber anscheinend niemanden. Und das hier? Auch nicht. Ich denke mal, ich sehe schon, was interessiert. Und da gehe ich total drum rum. So, jetzt wissen wir es. Hier, die Kletterausrüstung. Kletterausrüstung? Na gut, für die... Für die... Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Ja, das ist richtig. Und für uns von Interesse, warum? Weshalb? Eine Geige. Sherlock Holmes kann ja gut Geige spielen, ne? So, was haben wir hier? Eine Brille. Ja, da hatte oh Gott, das ist die totale die Uhrentickerei. So, was haben wir denn hier? It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. It looks as though Mr. Butler kept a careful... Noch irgendwas? Kann man das wieder zumachen? Nee, ne? Lass mal auf. Leider. So, was haben wir noch? Linke Schublade. Moment. Was haben wir denn hier? Das ist doch die Widder. Das Widder. The Ram's Heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Interesting. Richtig. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Ach so, das ist schon 10 Jahre her. Genau. Ja, ich glaube dann... ich glaube nicht, dass wir dann im Scotland Yard noch den Dieb erwischen. Hallo, Kenneth. Hello, Kenneth. Du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast die doch noch, oder? Denn dann gibt's eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit, dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Alice Street und Half Moon Street auf dich warten. Vor dem Feuerwerk. Brian Vercotti. Also, ja, na, dann wissen wir ja, was los ist. Was ist denn eigentlich hier? Genau, eine antike goldene Halskette mit 2 Widderköpfen. Dann Schmuck und Kunstwerke. Nee, echt? Dann Schmuckgeldbeutel hat ein Armreif, eventuell einen Ring bei sich, Teil der Schmucksammlung. Und das ist ja dann Quatsch, oder? Aber vielleicht doch die 2 Opfer. Richtig.
Die Suche nach dem verschwundenen hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen das stimmt, der Half Moon Stream sein. Half Moon. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer. Right. Richtig. Was es hier alles gibt, ne? Also ein Pfandhaus, ne? Gibt's heutzutage noch Pfandhäuser, wo man irgendwas versetzen kann? Bestimmt, ne? Oder mal. Das kann man ja dann irgendwann, die behalten es ja auch eine Zeit, glaube ich, ne? Und dann verkaufen sie es. Ein Bier, muss ja ein besonderes Bier sein hier. Da auch nochmal Bierflaschen haben sie verkauft. Oder Schnaps vielleicht, oder Weinbrand oder was auch immer. Tassen natürlich, ne? Tassen sind bestimmt gar nichts wert gewesen, ne? Haben sie bestimmt nicht viel dafür bekommen. Und Uhren. Unmengen an Uhren. Was ist denn das hier? Revolver? Ach nee, eine Leuchtpistole. Aha. Haben wir noch irgendwas? Nö. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Ja, und die ist deshalb wichtig. Uah. Obwohl, das hätte ich auch verkauft. Also das kann man schon verkaufen. So, dann, ja. Wer ist das hier, oder? Ja, aber was müssen wir jetzt machen? Wir vielleicht nochmal zum Tatort. Eventuell. Oder natürlich zum Scotland Yard. Ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal zum Scotland Yard, ne? Bin ich der Meinung. Ja, was genau liest er denn, ne? Sieht man nicht. Schade. Es sind ein paar Bilder drin auf alle Fälle. So viel kann man sagen. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Oh, wir sind noch das erste Mal jetzt in Lestrades. Oder Lestrades. Büro, ne? Nett. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Och, eigentlich zurzeit nicht viel. Was? Shropshire? Volunteer Rifle Corps. Ach, der war wahrscheinlich im Schützenverein. Ich sag mal im Schützenverein. Aha. Lestrade, ne? Wahrscheinlich beim Militär wird er auch gewesen sein, wie die meisten. Nazis. Nazis? 1800? Hä? Axis? Nazis Axis? Hä? Falsche Zeit, oder? Oder vielleicht ist völlig falsch, was ich hier von mir gebe. So, dann da rekordieren, ne?
Ja, die Briten, die waren ja, das war ja hier total im Imperialismus, ne? Die waren ja überall auf der Welt, ne? Fochten ja viele Kriege aus. Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen umschaue. Sitzt denn draußen aus? Ruhig auf den Straßen. Ruhig. Was hast du denn hier für Nasen? Tatsächlich. Die Shapes of Noses. Ja, es gibt verschiedene. Richtig. Die da von Interesse wären, weshalb... Oh, die Queen. Was haben wir gesagt? Queen Victoria? Oder... Ich weiß es nicht. Tut mal leicht leid. So, was haben wir denn hier noch? Nichts mehr. Wartet mal. Foundation of Provision Construction Accidents. Walker Moody Construction Division. Ach so. Jawohl. Nee, nicht das so. Ist irgendein... keine Ahnung. Für was die Urkunde ist. So, wir gehen auf alle Fälle erstmal in die Asservatenkammer, ne? Ach, die Schneeschuhe haben sie mitgebracht. Nee, haben sie natürlich nicht. Ah, erstmal im Ofen wärmen. Ah, ist ein richtig schöner, alter, prabbelnder Ofen. So, was haben wir denn? Wir haben als erstes Zigaretten These gedreht. cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. So, dann haben wir einen Apfel. Der ist überhaupt nicht von Interesse, aber die Uhr vielleicht. A cheap watch. Bought with his own money, no doubt. Nicht gestohlen. Hast du Glück gehabt. So, und dann noch natürlich der Revolver, ne? So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Sehr nachlässig. Sehr nachlässig. Es liegt ja hier offen rum, ne? Sehr, sehr nachlässig. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Kann man denn noch machen? Aha. Cool, oder? 2 out of the 6 shells have been fired. Richtig. There were 2 shots. Passt aber genau, ne? Das passt aber wirklich genau. Leighton's Revolver und 2 Schüsse, ne? Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil in Wahrheit drei Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleichzeitige. Konnte Unterschied zwischen den 2 Schüssen hören, weil diese in verschiedenen Punkten abgegeben wurden. Ich denke mal, das mit den verschiedenen Punkten ist nicht schlecht. Oh. Das ist hier schwierig, finde ich. Konnte Unterschied zwischen den 2 Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert wurden. Aber hatten wir nicht... Oh, das ist zu lange her. Hatten wir nicht, dass die von 2 unterschiedlichen Punkten abgegeben wurden? Ich weiß es nicht. Das könnte uns noch den Hals brechen bei unserer Auflösung des Falls. Um ehrlich zu sein. So, jo. Haben wir eigentlich noch was wir zusammenbringen könnten? 2 verschwundene... Keine Beute. Nee, Quatsch. 2 Opfer, ja. Übereinstimmende Aussagen. Wieso ist eigentlich der Revolver noch da? Nee. Nee. Ja, das ist so klar. Keine Beute oder nichts Wertvolles bei sich. Ja, aber ansonsten passt eigentlich nichts zusammen, finde ich.
Ladens Revolver. Und die übereinstimmenden, okay, Aussagen. Die Zeugenaussagen und die Tatwaffe deuten klar auf einen möglichen Täter hin. Laden Ärgles. Ja, das ist klar. Das ist schon etwas klar. So, wartet mal, vielleicht haben wir noch was wir zusammenbringen. Ladens Revolver und 2 Opfer. Genau, das machen wir auch mal noch auf. Ken Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmordes geworden. Das finde ich um einiges besser. So. Also, besser finde ich es nicht, aber wahrscheinlicher. So rum wird ein Schuh draus. Haben wir noch irgendwas? Achso, nichts mehr, ne? Ich glaube, ansonsten... Genau, hier ist nix. Hier ist nix. Nee, ansonsten haben wir nichts mehr. Okay. Ich sehe es ein. Na denn. Alles klar? Mr. Holmes? Mr. Politist. Ja, wir könnten mal hier runter schauen. Aber ich glaube nicht, dass die Toten hier sind. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Nee. Ja, dann. Ja, aber wieso ist es hier noch auf? Warum kann ich hier noch was machen? Weil ich hier was falsch gemacht habe. Wahrscheinlich, ne? Schätzungsweise. Wäre eine Idee. So, los. Wir hätten... Mr. Holmes? Mr. Politist. Wo ist er denn, unser Junge? Hier, da ist er. Und da hinten der spielt Mundharmonika. Aber sehr leise. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Und plötzlich wird aus dem harten Jungen doch steckt ein weicher Kern drin, ne? Good. Tell me your account of what happened. I left my work, and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head, and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. Ja, dann wäre es ja doch so, dass ein Schuss wahrscheinlich von dem... Aber es sind ja 2 Schüsse.
Wahrscheinlich 2 Schüsse in dem... 3 Schüsse müssen dann gefallen sein. Nämlich, Achtung, einer... Jetzt müssen wir natürlich wissen, wer wen erschossen hat. Wahrscheinlich in den Bauch geschossen hat der Juwelier, Pfandleiher hier. Ne? Der hat ihn in den Bauch geschossen mit 2 Schüssen. Tschak, tschak. Die Pistole hat er. Und denjenigen, welcher den Juwelier in den Kopf geschossen, hat der fortgerannt ist. Wenn wir die Geschichte hier glauben. Ne? Also sind es doch 3 Schüsse, die gefallen sein müssen. Denke ich. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Oder er ist auf seinen blanken Füßen weggerannt. Keine Ahnung. So, die Narbe, die ist ja nun echt offensichtlich, ne? Messerstecherei. Aufgewachsen auf der Straße. Richtig. Halstuch. Den ist es kalt. Modisch. Aha. Büroangestellter, das hätte ich noch nicht vermutet. Ich hätte ja viel vermutet, aber... Obwohl, ne? Ist eigentlich... Er ist gar nicht so schlecht gekleidet. Was ist das? Ach ja, das hatten wir schon mal. Sagt mal. Haben wir das Zeichen nicht auch an dem Toten gesehen? Jetzt bin ich doch ein bisschen... Wenn das so wäre, dann würde das ja vielleicht heißen, der kennt den sogar. Wisst ihr das? Was braucht man eigentlich noch? Was fehlt uns denn noch? Halt! Hier ist noch so eine kleinere Schramme, die ist neu. Moment. Eventuell hat er uns doch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Moment. Ich sag mal das mit dem Westgate-Insassen. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes.
Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Wir überdenken nochmal. Was. Alte Bekannte. Leydens Aussage. Nee. Ah nee, halt, 2 Opfer. Nee, keine Beute. Tatsächlich? Ja, ich kann das nicht zusammenbringen hier. Nicht mehr. So, die Suche nach dem verschwundenen hellenistischen Chefen könnte das Motiv für das Verbrechen in der Half-Moon Street sein. Mr. Turner hat den anderen mitgenommen, aber der Ring fehlt noch. Für das brutale Verbrechen könnte es ein persönliches Motiv geben. Ah, ich weiß nicht. Die Suche nach dem Verschwundenen könnte das Motiv sein. Ja, natürlich ist es das Motiv. Was sonst? Ich meine, es gab schon ein persönliches, aber jetzt ganz ehrlich. Eins müssen wir noch ändern. Wir ändern das mal auf die 3 Schüsse. Ja. Eindeutig. Eindeutig. Was sind wir das jetzt auf? Nur mal so aus Interesse halber. Aha. Nee. Okay. Ja, mag jetzt sein, wie es will, aber ich bin echt der Meinung, na, das... So, für heute machen wir Schluss, ne? Wir gehen dann wieder... Ja, wohin gehen wir dann eigentlich wieder? Das wäre nochmal interessant zu wissen, wohin wir dann gehen. Leighton Chapman ist der ältere Bruder zwischen 20 und 30. Ist hitzköpfig, wandert er für eine kriminelle Tat ins Westgate-Gefängnis. Arbeitet als Angestellter in einem Londoner Büro. Genau. Die haben dieselbe Tätowierung. Ja, wir sollten wirklich nochmal die Leichen untersuchen. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, nochmal hinzugehen, ne? Ja gut, also dann. Ich sag mal, ciao für heute, ne?